Die App, die dieses Jahr am meisten zu reden gegeben hat, ist natürlich die Swiss-Covid-App. Doch so sinnvoll die auch ist, viel anstellen kann man mit ihr nicht. Und darum hier meine persönlich gefärbte Top-10-Liste der Apps, die 2020 wirklich nützlich waren. Die App, die mich am meisten überrascht hat, habe ich sogar in einem eigenen Video vorgestellt. Das ist Photoshop Camera, eine App, die in Echtzeit Effekte rechnet, für die man früher stundenlang in der Bildbearbeitungssoftware tüfteln musste. Das weckt gleichzeitig die Kreativität und den Spieltrieb. Die Swiss Topo App ist eine Fundgrube für Kartenfans. Man hat Zugang zum Kartenmaterial der Landestopographie in diversen Varianten. Die App zeichnet Touren auf und mit ihrer Hilfe plant man Routen fürs Wandern, Radfahren und diverse andere Sportarten. Die Routen kann man dann für die Navigation verwenden. PlaySwiss ist die neue Streaming-App der SRG. Sie bietet Inhalte aus allen Landesteilen mit dem Nutzungskomfort, den wir von Netflix kennen. Die App hat zwar noch Kinderkrankheiten, aber es ist eine einheimische Alternative zu den amerikanischen Diensten, die für uns Gebührenzahler obendrein kostenlos ist. Apropos Streaming. Mit immer neuen Diensten von Disney, Apple, Amazon, Sky und demnächst auch noch HBO wird es immer schwieriger, die Übersicht zu bewahren, was wo läuft. Bei der Orientierung hilft die App JustWatch, die auch Schweizer Anbieter wie die Swisscom kennt. Tracked TV hilft einem, sich bei seinen Serien und Filmen zu organisieren. Wenn man etwas disziplinierter ist als ich, erfasst man hier alle seine Lieblingsprogramme. So geht nie der Überblick verloren, wo man bei welcher Folge angelangt ist. Und man darf auch Listen mit Empfehlungen für Freunde und Follower zusammenstellen. Hatch 3D-Scanner verwendet die Sensoren des iPhones, um von Gegenständen dreidimensionale Modelle anzufertigen. Man kann sich selbst, aber auch beliebige Objekte erfassen. Es ist möglich, die Modelle auf den Computer zu übertragen. Und man kann sie sogar wieder in echt, also via 3D-Drucker, ausgeben lassen. Die Gemini-App versucht, Ordnung in die Fotomediathek zu bringen. Die App findet exakte Dubletten oder Aufnahmen, die sich sehr ähnlich sind. Auch unscharfe oder anderweitig misslungene Schnappschüsse werden aufgespürt. Wenn man die löscht, entlastet das den Speicher des Telefons und die iCloud. Bei Teidlig handelt es sich auf den ersten Blick um eine simple Taschenrechner-App. Doch der Clou ist, dass sich Berechnungen jederzeit ändern lassen. Und man hat auch die Möglichkeit, ein Resultat in eine weitere Berechnung einfließen zu lassen und Varianten durchzuspielen. Zum Schluss noch 2 Apps für Kinder. Tatütata ist ein digitales Wimmelbuch. Die Kinder entdecken die Szene und interagieren mit den Figuren und Gegenständen. Die App ist überaus liebevoll gemacht, aber sie ist kein Spiel, das das Kind stundenlang an den Bildschirm fesseln würde. Die Maustimer-App schließlich ist wunderbar geeignet, Kindern zu erklären, wie lange sie zum Beispiel noch auf dem Spielplatz bleiben dürfen. Wenn die Maus alle Äpfel gegessen hat, ist Schluss. Und meistens verstehen die Kinder das dann auch.